Dieses Video ist für dich, wenn du die Emotionen von anderen Leuten viel stärker spüren kannst als deine eigenen. Wenn du sofort erkennst, wenn jemand anderer nicht so gut drauf ist, du aber keine Ahnung hast, wie es eigentlich dir geht. Hi, ich bin Martina. So schön, dass du da bist. Mir ging das früher auch so. Ich war super gut im Lesen der Gefühle anderer. Ich habe sehr schnell erkannt, wie es anderen Leuten geht, aber hatte gar keinen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen, wusste gar nicht, wie es mir eigentlich geht. Ich habe mich gar nicht gespürt. Und das ist echt nicht gesund, nicht förderlich für ein glückliches, erfülltes Leben und bringt niemandem was. Auch nicht den Leuten um dich herum. Wenn du deinen Fokus nur im Außen hast, wenn du versuchst, auf die Gefühle anderer Einfluss zu nehmen, um sie zu kontrollieren, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Und weil das so einen Unterschied macht, wenn du deinen Fokus wieder bei dir hast, statt die ganze Zeit im Außen, gebe ich dir in diesem Video 3 Schritte mit denen dir das gelingt, nämlich dass du wieder zurückkommst zu dir mit deiner Aufmerksamkeit und nicht mehr nur die ganze Zeit im Außen unterwegs bist. Lass uns da mal damit beginnen, hinzuschauen, warum du die anderen eigentlich so gut spürst. Also das bedeutet ja, dass du sehr empathisch bist, dass du sehr feinfühlig bist, was ja grundsätzlich eine schöne Sache ist. Aber das kann halt zur Belastung werden, wenn das kippt, wenn du einfach nur noch bei den anderen bist und nicht mehr bei dir selbst mit deiner Wahrnehmung. Und wenn das Ganze dann vielleicht auch noch mit Glaubenssätzen oder Mustern verbunden ist, wie zum Beispiel, ich bin verantwortlich für Harmonie, ich bin verantwortlich dafür, wie andere sich fühlen, dann wird das einfach auch sehr schnell zur Belastung, was ja eigentlich eine Stärke sein könnte, wenn du es richtig und wohldosiert einsetzt. Es kann sehr gut sein, dass du diese Stärke in deiner Kindheit entwickelt hast, die möglicherweise gar nicht so schön war. Vielleicht musstest du sehr darauf achten, wie die Stimmung zu Hause ist, um beschwichtigend eingreifen zu können, um besonders lieb zu sein, damit wieder Harmonie einkehrt. Das heißt, du hast wahrscheinlich in der Kindheit aus irgendeinem Grund gelernt, dass es wichtig ist, die ganze Zeit zu scannen, wie sich die Menschen um dich herum fühlen, wie die Stimmung ist im Raum. Und deswegen kannst du das so gut, weil du es einfach sehr früh gelernt hast. Und das ist damit eben auch was du ganz automatisch und unbewusst machst. Also es ist ja nicht so, dass du in einen Raum gehst und sagst, okay, und jetzt spüre ich mich mal rein in die Stimmung, sondern das ist einfach da. Ja? Das kannst gar nicht automatisch aktivieren, das ist einfach da. Du nimmst diese Dinge einfach wahr, weil du es schon ganz lange tust und weil du irgendwann mal gelernt hast, dass es wichtig ist für deine Sicherheit. Und es ist auch wichtig, dass du dir klar machst, dass was du da wahrnimmst, dass das Mitgefühl ist, also du fühlst mit oder hast die Fähigkeit mitzufühlen, aber mach dir bewusst, dass es nicht deine Aufgabe ist, die Gefühle mitzutragen. Ja, also du kannst sie wahrnehmen und als solches erkennen und einfach sagen, okay, ich nehme jetzt wahr, diese Person fühlt sich traurig, wütend, verärgert, was auch immer. Aber es ist nicht meins, es ist nicht mein Gefühl und ich bin nicht dafür verantwortlich. Also mach dir das wirklich bewusst, dass es nicht bedeutet, dass du dich abschneiden musst von diesem Fühlen, von dieser Empathiefähigkeit, sondern dass du einfach das wahrnehmen kannst, dir bewusst machst, dass du die Gefühle anderer wahrnimmst und sie nicht zu deinen eigenen machst. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du manchmal gar nicht weißt, ob das dein eigenes Gefühl ist oder das Gefühl von anderen. Wenn du so empathisch bist, wenn du so sensibel bist für die Gefühle anderer, dann kann es sein, dass sich das irgendwie innerlich scheinbar vermischt und du gar nicht weißt, ob dieses Gefühl deins ist oder nicht. Und auch da hilft Achtsamkeit.
Also mach dir, wenn du gerade nicht weißt, wo kommt dieses Gefühl her, gehört das wirklich mir oder nicht, mach dir mal bewusst, okay, seit wann ist dieses Gefühl denn da, wann ist das aufgetreten und hat das jetzt einen Ursprung, der in mir liegt. Es hilft auch total, mit dem Gefühl in Kontakt zu gehen. Ja, einfach mal zu schauen, hey Gefühl, was willst du mir denn sagen? Und was auch hilfreich sein kann, wenn du vielleicht die Augen schließt und dich reinfühlst in dieses Gefühl, kommt da vielleicht ein Gesicht, ein Mensch vor deinem geistigen Auge. Ja? Erscheint dir da eine Person, wenn du dir dieses Gefühl hochholst, wenn du mit diesem Gefühl in Verbindung gehst. Und probier auch gerne mal für dich aus, ob du erkennst, dass sich es in deinem Körper anders anfühlt, ob das dein Gefühl ist oder ein Gefühl von jemand anderem. Ich blende dir ein Video ein. Ich habe hier mal ein Video gemacht, wie du Gefühle wirklich im Körper fühlst. Also üb das erstmal, damit du einfach geübt darin bist, deine Gefühle benennen zu können und sie auch in deinem Körper zu fühlen. Und dann achte da mal drauf, fühlt sich das Gefühl einer anderen Person, das du wahrnimmst, in deinem Körper anders an, als wenn das Gefühl wirklich von dir kommt. Es muss nicht sein, dass du einen Unterschied spürst, aber es kann sein. Ja? Also geh da wirklich spielerisch ran. Ja? Wenn du dir kognitiv bewusst gemacht hast, okay, das ist jetzt zum Beispiel diese Angst, die ich da fühle, das ist gerade nicht meine, sondern das ist die von einer anderen Person, dann spür da mal rein, wie fühlt sich das an und schreib dir das am besten auf. Ja? Schreib auf, Angst von einer anderen Person habe ich, weiß ich nicht, im Brustkorb gespürt oder im Bauch und hat sich angefühlt wie etwas, das sich zusammenzieht oder war stechend. Und das nächste Mal, wenn du dann selbst tatsächlich Angst hast, vor irgendeiner Situation oder was auch immer, spür auch da wieder in deinen Körper, schau, wie fühlt sich das an. Wenn dir kognitiv bewusst ist, das ist deine Angst, dieses Gefühl gehört wirklich dir, schau, wie fühlt sich das an. Und vielleicht erkennst du Unterschiede. Und wenn ja, dann kann dir das bei dieser Zuordnung helfen. Aber schon alleine dieses kognitive Bewusstsein, einfach mal für dich einzuchecken, hey, seit wann habe ich dieses Gefühl und kommt das wirklich von mir? Also war irgendeine Situation jetzt, die mich betrifft, die diese Situation, die dieses Gefühl auslöst? Kann natürlich auch eine Situation sein, die Gefühle von meiner Vergangenheit hervorruft. Auch das ist natürlich möglich. Also das ist eine sehr sensible Sache, eine sehr feine Sache. Aber du bist ja sehr gut im Wahrnehmen. Also du kannst diese Empathiefähigkeit, diese Wahrnehmungsfähigkeit für andere ja auch für dich nutzen. Und du kannst mit ein bisschen Übung ganz sicher auch sehr, sehr fein die Unterschiede in deinem Fühlen wahrnehmen. Also nutzt diese Fähigkeit wirklich für dich, um diese Unterschiede herauszufinden. Und dann hilft es natürlich auch sehr, wenn du mehr Achtsamkeit ganz generell in dein Leben reinbringst, und zwar Achtsamkeit für dich. Also wenn du ein paar Mal am Tag immer wieder kurz eincheckst, ganz bewusst ein paar Atemzüge nimmst und einfach mal eincheckst, hey, wie fühle ich mich denn gerade? Was ist gerade da? Was mache ich eigentlich gerade? Ja? Also den Fokus wieder zu dir ziehen. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin gerade total überladen mit den Gefühlen von anderen, dann hilft total, ich finde das so schön, ich habe das mal von einer Frau gehört, die das nutzt, einen energetischen Mülleimer zu nutzen. Ja? Also du kannst dir vorstellen, dass neben dir einfach der Boden ein bisschen aufgeht und all die Energie, die nicht zu dir gehört, fließt aus deinem Körper raus in diesen energetischen Mülleimer. Und wenn alles abgeflossen ist, dann geht dieser Mülleimer wieder zu. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, wirklich ganz bewusst die Energie, die nicht zu dir gehört, abfließen zu lassen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du die Energie durch deine Füße abfließen lässt. Ja, also wenn du dich bewusst erdest, also Füße auf dem Boden, stell dir vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen in das Erdinnere wachsen. Und dann kannst du dir vorstellen, wie all die Energie, die nicht zu dir gehört,
vom Kopf durch deinen ganzen Körper über die Wurzeln abfließt. Das kann sehr, sehr befreiend wirken, wenn du nicht an dieser Energie festhältst, die gar nicht deine ist. Und was auch eine schöne Übung ist, auch energetischer Natur, nimm deine Aura ganz bewusst wahr. Nimm dieses Energiefeld, das du um dich herum hast, wahr und setz einfach die Intention, wie nah dieses Energiefeld an dir ist oder wie weit du es machen möchtest und wie durchlässig du es machen möchtest. Ja? Also wenn du zum Beispiel gerade mit Menschen unterwegs bist, die dir sehr gut tun, dann kannst du deine Aura durchlässig machen. Oder wenn du gerade in der Natur bist, dann kannst du deine Aura ganz weit und durchlässig machen. Wenn du gerade in einer Shopping Mall bist zum Beispiel, wo ganz viel Energie, ganz viel Stress und Hektik ist und du möchtest dich ein bisschen schützen davor, dann zieh deine Aura näher zu dir und mach sie fest, mach sie undurchlässig, ja? Schaff dir da so ein bisschen deinen Kokon. Und das kann natürlich auch im Umgang mit Menschen helfen, wo du merkst, wow, das tut mir jetzt einfach nicht gut, die Energie dieses anderen Menschen, dass du wieder bewusst machst, das bin ich, das ist mein Energiekörper und dort ist der Energiekörper der anderen Person. Und dass du da dir wirklich eine Abgrenzung bewusst machst. Das bin ich und das bist du. Probier diese Übungen super gerne aus und schreib mir in die Kommentare, wie das für dich funktioniert. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.